Oh, lately I've been sleeping in a mess. My room's half asleep and always half dead. But I get so inspired by the fact that everything moves in my brain lies back. Just like ice made for the summer, bright skies between the thunder, or my hands in yours forever. Two amazing things that don't make sense together. Or two amazing things that don't make sense. Druckvoll und schnell im Bass, kräftig in den Mitten und präzise im Hochton. Diese Eigenschaften hat LD Systems mit deren neuen System in eine schöne und unauffällige Erscheinung gebracht. Alle Details in diesem Video. So, da kommt man aus Berlin von der ersten Festanstellung meines Lebens und man findet vor der Haustür eine dicke Palette vor. Das ist also die LD Systems Maui 44 G2. Also der Karton ist schon mal schön. Absender Adam Hall oder wie ein Freund von mir sagen würde, Adam Hall. War übrigens kein Witz. Das sind garantiert die Topfteile. Box 2 of 2, Box 1 of 2. Das ist ja süß gemacht. Aha. Ach was, warte mal. Hier hinten ist noch ein Gitter. Das ist jetzt so eine Art Rückdämpfung. Das finden wir noch raus. Fangen wir ganz von vorne an. Die Maui 44 der zweiten Generation ist das größte PA-Werkzeug der Maui-Serie von LD Systems. Für den sicheren Transport gibt es Zubehör wie Taschen, Schutzhüllen und das passende Rollbrett für den Maui 44 Subwoofer. Aufbauen kann das System wirklich jeder. Die Topteile werden einfach in den Subwoofer gesteckt. Zwischen den Führungsstiften befinden sich Lautsprechersteckverbinder. Das heißt, ich brauche keine extra Kabel. An der Endstufenseite befinden sich zwei XLR-Eingänge, direkte XLR-Ausgänge und ein separater Subwoofer-Ausgang, um weitere Subwoofer monosummiert anschließen zu können. Natürlich gibt es auch Schnickschnack wie aptX Bluetooth und man kann sogar zwei Systeme gleichzeitig verbinden und dementsprechend als Stereopaar nutzen. Aber ich möchte in diesem Video die ganze Anlage als Live-Tontechniker betrachten. Also schauen wir uns auch die technischen Gegebenheiten der Anlage an. Ganz oben haben wir 4x0,5 Zoll Hochtöner mit einem vorgesetzten CD-Horn. Dabei sind die wie ein Mini-Line-Array angeordnet. Das bedeutet, die oberen Treiber sind sehr gerade ausgerichtet, damit wir eben im Diapolito schön weit nach vorne schießen. Und die unteren beiden sind etwas gewinkelt, damit wir auch das Nahfeld bedienen können. Darunter befinden sich 6x3,5 Zoll Mitteltöner mit einem vorgesetzten Waveguide. Das Ganze optimiert die horizontale Abstrahlung und dementsprechend haben wir auch auf diese Abstrahlung eigentlich einen sehr smooth und gleichmäßigen Frequenzverlauf und nicht nur in der Mitte den Hotspot und nach außen wird es immer flacher. Im unteren Topteil haben wir ebenfalls 6x3,5 Zoll Mitteltöner, allerdings ohne Waveguide. Und jetzt möchte ich mal zu einem Punkt kommen, den ich bei diesem Topteil wirklich unfassbar spannend finde. Wie im Unboxing schon richtig vermutet, haben diese Topteile wirklich ein funktionierendes Cardioid. Das ist wirklich beeindruckend in der Preisklasse. Das heißt, wir haben hier hinten ebenfalls nochmal Mitteltöner drin, die das Ganze rückwärtig auslöschen. Das heißt, hinter dem Line Array ist wirklich Ruhe. Hochton sowieso, das ist klar, Hochton kann man im Horn super gut richten, dahinter ist immer Ruhe, aber Mittelton rumort halt auch eben rundrum herum, gerade in den Low-Mids. Und das passiert mit dem System nicht. Man steht dahinter und es ist wirklich leise und wir haben hier wirklich bis zu 18 dB Dämpfung. Nur noch ein paar Eckdaten zu unserem aktiven Subwoofer. Wir haben hier ein 1,5 Kilowatt starkes Class D Endstufenmodul verbaut mit passiver Kühlung über Kühlrippen. Das macht natürlich den Bass etwas schwerer, aber auch wartungsfrei, denn wir haben keinen Lüfter, der Staub einziehen kann und vor allem ist das System immer leise, weil wir keinen Lüfter haben, der wie gesagt etwas rumrauscht. Das ist sehr schön. Was ich ebenfalls klasse finde ist, der Subwoofer erkennt automatisch, ob er ein Master oder ein Slave Subwoofer ist. Denn erst wenn Topteile oben drin stecken, erkennt er sich als Master. Sobald kein Topteil drin steckt, kann ich nur noch auswählen, ob er sich mit dem bestehenden Subwoofer addiert, also die beide in Phase gerade ausspielen, oder ich schalte ihn in den Cardioid-Modus, stelle ihn daneben oder darunter und schon habe ich eben ein vollwertig funktionierendes cardioides System. Nun haben wir die Anlage im Intro ein bisschen gehört. Wir wollten noch eine längere Session für euch aufnehmen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit war das nicht mehr möglich. Wir möchten euch eben noch ganz kurz ein bisschen rumführen, euch die Mikrofone zeigen, das allgemeine Aufnahmeequipment, damit ihr euch ein Bild machen könnt, unter welchen Voraussetzungen die Anlage hier performt hat.
Erst das Offensichtliche, wir hatten hier eine Lichterkette, die schon drin war. Das war natürlich für uns sehr praktisch. Ein Baufluter mit dem typischen Diffusor. So ein bisschen Kamerakrempel, das kennt man. Alles, was nicht vor der Kamera ist, darf im Hintergrund auch ein bisschen schlecht aussehen. Natürlich nicht immer, aber wenn Zeitstress ist, kann man es auch mal ruhig mal machen. Genau, neben dem Mineralwasser steht meine SQ6, die kennt ihr. Mit der haben wir das Recording einfach gemacht. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal hier hinfilmen, ihr wisst, wie die SQ6 aussieht. Also alle Signale von der Bühne laufen hier zusammen und werden Multitrack aufgenommen mit SQ Drive. Damit ihr die Anlage hören könnt und nicht den Mix direkt, sondern wirklich was aus den Mauis rauskommt, habe ich das Ganze mit einer AB-Aufstellung aufgenommen. Das sind zwei Audio-Technica AT4040 Großmembran-Mikrofone, die mag ich wirklich sehr. Haben wir als Hoch 2 insgesamt 3 Stück im Inventar. Das sind wirklich coole Mikrofone. Ich habe keine digitale Stagebox genommen, sondern haben alles mit Analog-Cores gemacht, die hier außen so ein bisschen rumliegen, damit die eben nicht im Set zu sehen sind. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem Spannenderen, nämlich zur eigentlichen Bühne, kann man sagen. Hier stehen sie also, die beiden LD Systems Maui 44 Generation 2. Die erste Generation hatte ja einen Doppel 12 Zoll Bandpass-Subwoofer. Ich bin persönlich kein Fan von Bandpässen. Das ist ein Single 15 Zoll. Als ich die zum ersten Mal angespielt habe und Jonah, der gerade die Kamera macht und hier auch Musik gemacht hat, wie die zusammen ersten Mal gehört haben, waren wir doch ganz schön baff, wie knackig und präzise der 15 Zoll Bass spielt. Denn die meisten, habe ich das Gefühl, sind nur auf Tiefgang getuned und machen nur so ein bisschen Wobble-Wobble. Hauptsache das Hosenbein flattert. Das ist bei dem nicht so. Der ist auf jeden Fall live-tauglich, bin ich der Meinung. Und die Transienten sind sehr gut zu hören. Top-Teil hat sich auch einiges getan. Ich kenne natürlich die alte Maui 44 und ich kenne auch sogar sehr gut die Maui 28. Die hat halt im Mittelton nicht viel gebracht, finde ich. Ich fand immer so, Maui 28, ja, not so yellow from the egg, but it goes, sage ich mal. War jetzt nicht ultra geil, muss ich sagen. Auch der 1-2 Hochtöner hat nicht so geil performt. Das Teil finde ich wirklich krass. Ich dachte, Säule, die Mitten werden wahrscheinlich nicht so prägnant sein, weil in den Mitten, das wird oft unterschätzt, spielt sich ganz viel ab. Stimme, Gitarre, Piano, alles ist in den Mitten. Und viele Lautsprecher können bloß den typischen Badewannensound, Bass und Höhen, also Bumm-Zisch. Und das ist bei dem System nicht so, gefällt mir richtig gut. Auch die Höhenabdeckung ist echt angenehm und nicht spitz und nervig im Ohr. In unserem Fall hat selber in ein Sennheiser E945 Mikrofon gesprochen. Auch geil, oder? Was? Natürlich kannst du mal lang gehen, das ist unsere Sängerin. Ja? In ein Sennheiser E945 Mikrofon reingesungen. Das mag ich persönlich ganz gerne. Das ist der Rechner eben, der für das Triggern vom MIDI-Keyboard da war. Und ja, das war eigentlich unser kleines Setup, so ein paar Amaran M9 noch. Und damit haben wir euch die Anlage hier gezeigt. Die meisten klicken spätestens bei diesem Teil des Videos weg, aber glaubt mir, es ist diesmal sehr, sehr wichtig, denn über die LD Maui 44 G2 gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Kommen wir also zum Fazit. Ich rede erst über ein paar negative Punkte, die mir nicht so gefallen haben, und dann kommen wir auch zu sehr vielen positiven Aspekten. Der erste Punkt ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der interne DSP nur mit 48 kHz samplet. Ich denke, gerade im Hochton, denn die Hochtöne sind wirklich gut, wäre mit 96 kHz ein bisschen mehr rauszuholen. Finden Sie interessant oder was? Oh, das ist ein Statement. Beim nächsten Punkt bin ich mir nicht 100% sicher, ob es nicht an meiner Signalkette lag, aber ich glaube eher nicht. Vielleicht stimmt's ja. Ich habe das Gefühl, dass bei der Anlage das Noise Gate schon zu hören ist. Denn sobald ein leichtes Signal anliegt, hört man, dass da irgendwas öffnet und ein bisschen im Rauschen im Hintergrund einfach da ist, was nicht vorhanden ist, sobald kein Signal anliegt. Wenn die Lautstärke etwas moderater wird, ist es nicht mehr zu hören, aber ganz leise, gerade bei leisen Piano-Passagen habe ich es mitbekommen, dass man das Grundrauschen ein wenig hört und man das Gate öffnen spürt sozusagen. Das nächste ist das eingebaute Bluetooth-Modul. An sich finde ich es super cool, wenn auch PA-Anlagen sowas eingebaut haben. Gerade für eine Gartenparty oder für Hintergrundmucke auf irgendeiner Hochzeit für den Eingang und so weiter ist das ein super praktisches Tool, gerade wo die heutigen Handys keine Klinke mehr haben und man einfach Bluetooth verbinden kann, das funktioniert. Aber leider geht alles an Dynamik flöten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es mit 2 Quellen probiert, einem iPad Air 2 und meinem Huawei P20 Pro. Aber alle Songs, die in meiner Spotify Soundcheck Playlist sind, und Spotify hat an sich schon nicht die größte Dynamik, gingen hier einfach unter. Alles, was irgendwie ein bisschen nach vorne gehen müsste, ist in den Hintergrund gerückt und irgendwie war es ein bisschen schüchtern, sage ich mal. Sobald ich hier mit XLR reingehe und klinke, geht einfach die Sonne auf. Dann klingt die Anlage, wie sie klingen kann, punchig, schnell und auch wirklich direkt ins Gesicht, was ich persönlich sehr, sehr schön finde.
Der nächste Punkt kommt so ein bisschen aus der Praxis. Ich glaube, dass das später ein Problem wird, wenn hinten drauf ein bisschen Sonne drauf scheint. Denn es gibt hinten dieses Pseudo-Display, also praktisch Hintergrund beleuchtete Schriftzüge, die man auslesen kann. Sobald wirklich viel Licht drauf fällt, sind die relativ schlecht zu lesen, wie ich finde. Das ist ein bisschen schade, aber auch nicht weiter schlimm. Machst halt die Hand so ein bisschen so, dann geht das auch. Allerdings finde ich beim letzten Punkt wieder schade, dass es einen internen DSP gibt, man auf diesen aber nicht zugreifen kann. Ich verstehe auch ein bisschen, warum LD das macht, damit es eben noch einfach bleibt und irgendwie noch ein Mittelklasse-Plug-and-Play-System. Aber so aus Tontechniker-Sicht hätte ich schon irgendwie ein Delay ein bisschen cool gefunden oder irgendwie noch mal einen kleinen EQ. Aber am Ende muss ich auch sagen, ist es jetzt nicht alt. Sollte man es nicht zu ernst nehmen, denn es gibt ein Mischpult mit einem Ausgangs-EQ und auch die können eigentlich alle Delay. Aber für so kleine Setups mit einem analogen Pult wäre das vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen. Kommen wir aber nun zu den wirklich überwiegenden Pro-Argumenten über diese Anlage. Was ich wirklich sagen muss, der Sound hat mich einfach überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich kenne die alten Mauis, die ganzen Vorgenerationen, auch die 28. Und die war immer so, ja, die ist cool, die ist okay, die kann man gut was mit machen. Ist natürlich auch im Verhältnis zum Preis. Aber LD, mit der Anlage habt ihr wirklich was geschafft. Das System ist geil, ohne Witz. Das klingt richtig gut. Die Bässe sind druckvoll, die gehen aufs Brustbein, die sind wirklich auch präzise, was wichtig ist. Ich mag keine Stammspielerbässe, der ist wirklich nicht schlecht und ist trotzdem tief genug, um damit auch mal einen E-Bass gut zu übertragen, ohne dass er auch sofort abschmiert. Das macht er wirklich hervorragend. Die Höhen sind seidig. Sehr detailliert und trotzdem nicht kreischig, was ich schön finde. Ich meine, man hat auch 4 Hochtöne an einem Waveguide spendiert, was ja auch schon mal sehr schön ist. Aber dann habe ich allgemein mit Säulen ein großes Problem. Die meisten Säulen können nicht stark genug den Mittelton abbilden. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage sowieso so ein Badewand-Sound irgendwie Mode wird, was ich ganz schlimm finde. Denn die Stimme, die E-Gitarre, das Piano, so viel spielt sich in den Mitten ab und die Mitten müssen einfach kräftig sein. Da muss Membranfläche hinter sein, da muss Energie hinter sein. Das wird oft unterschätzt und nicht stark genug eingebaut. Bei dem System ist das nicht so. Die Gitarre ging richtig voran, das Piano war nicht irgendwo da ganz hinten und so weiter. Also da war ich sehr überrascht, dass die 3,5 Zoller wirklich auch schaffen, den Mittelton wirklich gerade auszubringen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Man kann also wirklich sagen, ich habe den Test ja gemacht, die Anlage ist live-tauglich. Natürlich nicht mit einem fetten Drumset und 200 Leuten und die Kick gibt ihm Vollgas, das natürlich nicht, aber dafür ist die Anlage auch gar nicht gedacht. Die ist natürlich auch für den DJ gedacht, keine Frage, aber ich sehe sie eher bei Singer-Songwriter, bei Duos, bei Trios, in einem Strandbad oder keine Ahnung, in irgendeiner Allee, wo man das hinstellen kann oder auch Indoor, bei einer Hochzeit, wo es einfach schön aussehen muss. Ein Gitarrist mit einem Mikrofon, mit einer Cajon, vielleicht auch mit einem E-Bass, da macht die Anlage eine richtig gute Figur, hätte ich einfach wirklich nicht erwartet. Das macht sie sehr, sehr schön. Ebenfalls cool sind die besseren Transportmöglichkeiten. Bei der 28 habe ich in Erinnerung, gab es halt nur eine Hülle, das war's. Und selbst der Bass war schon ganz schön schwer, finde ich, dafür, dass da bloß 2 8 Zoll Pappen drin waren. Der Bass ist für die Größe vom Gewicht vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Es ist ja auch ein Neodym-Chassis verbaut. Ich kann einfach das Rollbrett hinten ran machen, mache die Husse oben rüber, pack 2 Tops in die Tasche rein, mache halt die Schutzkappen darauf und fertig ist. Die Anlage ist ebenfalls leicht zu bedienen. Sie ist wirklich gut verarbeitet. Alles aus Aluminium gefertigt. Hier haben wir Multiplex-Holz mit PU-Beschichtung, der halt wirklich sehr, sehr widerstandsfähig ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Und die Anlage hat großzügige Potis. Das ist gerade für Endkunden sehr, sehr sinnvoll, dass du ihm sagen kannst, da Hauptlautstärke und da Bass und nicht noch EQ hier und EQ da und bla bla bla, dass du einfach nur 2 Knöpfe und da kann nichts falsch machen. Das ist wirklich eine coole Sache, wie ich finde. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ich möchte noch mal einen Punkt ansprechen, den ich großartig finde und den ich nur von Systemen kenne, ab 7.000 € ungefähr. Die Top-Teile haben ein Cardioid. Und das schafft fast 18 dB Dämpfung. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Du stehst vor der Anlage, hast das vor das Spektrum, gehst dahinter und es ist Ruhe. Mit einem Bass natürlich nicht, da ist nur Mittelton, Hochton, Ruhe. Aber man kann auch einen zweiten Bass hier anschließen, den im Cardioid-Modus versetzen und dann hast du da hinten wirklich fast gar nichts mehr. Und das finde ich sehr schön. Natürlich darf man nicht vergessen, dass im Cardioid-Modus beim Subwoofer natürlich Präzision verloren geht. Aber das ist nun mal so, das ist physikalisch nicht anders machbar bisher. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon mal schön, dass die nach hinten nicht viel abstrahlt und dahinter wirklich Ruhe ist. Das finde ich großartig. Am Ende des Videos bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs freundliche Zusehen und vor allem danke an Selma und Jona. Alle Links zu den beiden nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr mehr von den beiden sehen wollt. Danke, dass ihr mit mir dieses Video gedreht habt und vor allem auch danke an Adam Hall. Wirklich ein sehr schönes System, muss ich sagen, und das sage ich nicht oft, aber wirklich meine absolute Kaufempfehlung, und hätte ich gerade Geld rumliegen, würde ich mir tatsächlich auch 2 Türme kaufen. Meine ich so, wie ich sage, finde ich ein cooles System, hätte ich nicht gedacht, ich habe es nicht erwartet. Tolle Anlage. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.
Ciao bei Stage 223. Oh, lately I've been sleeping in a mess. My room's half asleep and always half dead. But I get so inspired by the fact that everything moves in my brain lies back. Just like ice made for the summer, bright skies between the thunder, or my hands in yours forever. Two amazing things that don't make sense together. Or two amazing things that don't make sense. Oh, lately I've been sleeping in a mess. My room's half asleep and always half dead. But I get so inspired by the fact that everything moves in my brain lies back. Just like ice made for the summer, bright skies between the thunder, or my hands in yours forever. Two amazing things that don't make sense together. Or two amazing things that don't make sense. I don't wanna leave and tell you that I'm worth to keep. I don't wanna catch you in between my lines. Just let me say what I mean. Like ice in the summer, you say my hands belong in yours, oh never. I don't wanna leave, so tell me that I'm worth to keep.